Eine der Grundvoraussetzungen, um sicher Wildwasser 3 paddeln zu können, ist wohl eindeutig das Kehrwasserfahren. Egal, ob es nur darum geht, eine kurze Pause einzulegen oder man im schweren technischen Wildwasser ein letztes Kehrwasser vor einer unfahrbaren Stelle sicher erreichen muss. Wer das Kehrwasserfahren beherrscht, hat eine der Voraussetzungen erreicht, auch einmal etwas Schwierigeres als bisher zu paddeln. Hallo und herzlich willkommen zu Kajak Plus. Unser Thema dieses Mal: Kehrwasser. Zunächst einmal wollen wir klären, was ein Kehrwasser ist und wodurch es sich definieren lässt. Sobald man ein Gewässer mit etwas Strömung hat und sich Hindernisse, zum Beispiel ein großer Fels, im Wasser befinden, sucht sich das Wasser den schnellsten Weg um das Hindernis. Am Beispiel eines nicht unterspülten Felsens entsteht üblicherweise ein Prallpolster vor dem Felsen. Da jedoch auch der Bereich direkt hinter dem Felsen mit Wasser gefüllt werden muss, dieser jedoch nicht in dem Bereich liegt, wo das Wasser am schnellsten flussabwärts fließt, füllt sich der Bereich erst vom tieferen Bereich hinter dem Felsen. Entsprechend fließt das Wasser hier wieder gegen den Strom flussaufwärts. Je nach Gefälle, Strömungsgeschwindigkeit, Wassermenge, Form und Größe des Felsens bzw. Hindernisses ist dieses Kehrwasser entweder kaum zu spüren oder teilweise ähnlich stark wie die eigentliche Strömung des Gewässers. Solche Kehrwasser können wir uns als Wildwasserpaddler zunutze machen. Hierfür muss man lernen, ein Kehrwasser zu erkennen. Insbesondere muss man die sogenannte Kehrwasserlinie oder auch Verschneidungslinie erkennen. Diese ist bei einem sauberen Kehrwasser gut zu sehen und markiert den Übergang von der Hauptströmung und der Rückströmung. Diese Linie ist nah am Hindernis recht schmal und wird nach unten hin breiter zu einer Kehrwasserzone, bis irgendwann der Übergang nicht mehr zu erkennen ist. Kommen wir nun dazu, zu erläutern, wie das Kehrwasser mit einem Boot befahren werden sollte. Wenn man nun aus der Hauptströmung in ein Kehrwasser fahren möchte, ist das Ziel als Paddler, die Kehrwasserlinie möglichst innerhalb des ersten Meters zügig zu durchfahren, dort, wo die unterschiedlichen Strömungen am deutlichsten unterschieden werden können. Desto tiefer man ins Kehrwasser einfährt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, das Kehrwasser zu verpassen oder wieder in der Hauptströmung zu landen. Als Winkel zur Kehrwasserlinie bietet sich ein Winkel von ca. 45 Grad an. Damit man diesen Winkel auch wirklich trifft, muss die Anfahrt zum Kehrwasser entsprechend geplant werden. Als Faustregel gilt hier: Wer links ins Kehrwasser fahren möchte, muss von rechts aus anfahren. Natürlich immer abhängig von anderen Hindernissen und etwa der Strömungsstärke. Mindestens genauso wichtig wie der optimale Winkel ist auch das Aufkanten des Bootes. Man kann es ein wenig mit dem Fahrradfahren vergleichen, bei dem man sich auch in die Kurve legt. Jedoch ist entscheidend, dass nicht der Oberkörper oder nur der Kopf zur Seite gelegt wird, sondern hauptsächlich das Boot mittels aktiver Beinkraft auf die Schenkelstützen zur Innenseite aufgekantet wird. Unabhängig von der angewandten Technik, zu der wir in unserer nächsten Episode kommen, gilt die Regel: Desto mehr du kantest, desto schneller wird sich dein Boot aufgrund der Gegenströmung des Kehrwassers drehen. Ein wenig kannst du die Kraft, die in die Drehung wirkt, mittels Paddelschlägen steuern und korrigieren. Aber dazu in unserer nächsten Episode mehr. Dieses Hineinfahren in ein Kehrwasser nennt man auch Ausschwingen, also ein Ausschwingen aus der Hauptströmung. Beim Herausfahren aus dem Kehrwasser, auch Einschwingen genannt, verhält es sich ähnlich. Mit ein wenig Schwung wird das Boot möglichst nah am Hindernis, ca. im 45-Grad-Winkel zur Kehrwasserlinie gesteuert und flussabwärts gekantet. Dein Blick sollte sich während der Drehung bereits auf den nachfolgenden Abschnitt flussabwärts richten, während die Strömung dein Boot dreht. Wie so oft ist schlussendlich das richtige Timing entscheidend, dass das Kehrwasser erreicht wird, als auch die Weiterfahrt passend eingeleitet wird. So kann man sagen, die Geschwindigkeit relativ zur Strömung muss ausreichend sein, um das Kehrwasser am gewünschten Punkt zu erreichen. Der Anfahrtswinkel zum Kehrwasser muss passen, die Bootskante darf nicht zu spät und nicht zu gering sein. Um so ein Kehrwasser jedoch bestmöglich zu erreichen, sowie bei Bedarf anschließend wieder zügig und sicher weiter paddeln zu können, sind entsprechende Kehrwassertechniken anzuwenden. Diese zeigen wir euch in unserer nächsten Episode, welche ihr hier findet. Hat dir das Video gefallen, gib uns gerne einen Daumen hoch und lass uns gerne in den Kommentaren wissen, ob du diese Erläuterung nachvollziehbar findest. Empfehle uns gerne weiter und abonniere uns, sofern du das noch nicht getan hast. Bis dahin bei Kajak Plus, dein Plus im Kajaksport.